Hallihallo. Mein letzter Tag in Koparit ist angebrochen. Gestern war ich ja in den Höhlen von Postojna. Das waren 100 Kilometer Fahrspaß hin und Fahrspaß zurück. Aber jetzt mache ich heute mal eine Fahrpause, gehe ein bisschen wandern. Ein bisschen Körperertüchtigung muss auch ab und zu mal sein. Und ja, hinter mir sieht man die Socha plätschern und man hört sie auch. Und ja, dann kommt hoffentlich noch ein schöner Wasserfall. Und da werde ich sicherlich auch noch ein paar Bildchen machen. Also. Oberhalb von Koparit steht eine Kirche, die auf den ersten Blick schon besonders aussieht. Ja, und die Überraschung ist, sie ist ein Beinhaus. Über einen sehr steilen Kreuzweg kommt man zur 300 Jahren alte Kirche des heiligen St. Anton. Hier liegen die Überreste von über 7000 italienischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg hier gekämpft haben. Aber ich gebe es zu, ich verdränge den Krieg lieber und genieße lieber den Blick aufs Socha-Tal. Von dort ging es weiter bergauf, und zwar auf einem Wanderweg, der mich 400 Meter höher zu einer archäologischen Ausgrabung bringt. Und bevor ich mir die alten Mauern angeschaut habe, musste ich erstmal den Herrn bewundern, der eine Plattenkamera da hochgeschleppt hat. Respekt, jeder hat so seine Hobbys. Tonowkovgrad ist eine spätantike Höhensiedlung, datiert auf das 4. bis 6. Jahrhundert. Später wurde das Ganze als Militärstützpunkt genutzt. Dann ging's steil bergab. Der Weg ins Socha-Tal ist nicht ohne, aber das Irre ist, man hört die Socha bis hier oben rauschen. Natur mit Dolby Surround und ganz ohne Kopfhörer. So, jetzt bin ich unten an der Socha gelandet. Und die Farbe, die dieses Wasser hat, ist einfach der Hammer. Anders kann man das nicht sagen. Jetzt geht es hier über so eine Hängebrücke. Es wackelt ein bisschen. Aber jetzt drehe ich mich mal um. Das ist schon der Hammer, ne? Das ist schon wunderschön. Ja, es schockelt ein bisschen. Ab und zu laufen die Leute rauf und runter und dann... Schon in Koparit habe ich ein paar Angler gesehen und hier sind zwei mitten in Action. Die Socha ist nämlich ein Hotspot für Fliegenfischer aus ganz Europa. Und wenn man denen zuschaut, merkt man, das ist nicht einfach Angeln, das ist echt Kunst. Fast wie so ein bisschen Ballett mit der Angelrute. Auf der anderen Seite der Socha wartet der Schlapp-Kosjak. Ein kleiner Wasserfall mit großer Wirkung. Erst geht's gemütlich am Bach entlang, dann kommt ein Mini-Wasserfall und dann zack um die Kurve in eine Art Naturdom. Da stürzt der Kosjak 15 Meter in ein grünes Becken, umgeben von moosbewachsenen Wänden, mystisch, filmreif, einfach wow. Hier ist schon mal der kleine Wasserfall, Vorfreude auf den großen Wasserfall. Baden ist hier nicht mehr erlaubt, zum Schutz der Natur. Und ich muss sagen, die Slowenen achten ihre Natur und das wunderschöne Land und nehmen das auch echt ernst. Ich finde das gut. Zurück an der Socha habe ich erstmal ein Päuschen gemacht, Gegend auf mich wirken lassen und die Füße ins Wasser getaucht. Auch die Kamera musste ins Wasser. Ich musste ja mal testen, ob sie wirklich wasserdicht ist. Spoiler, ja, sie geht noch.
der Soccer ging es zurück nach Koparit. Unterwegs kam ich an einer Getränkestation mit Energiesteinen vorbei. Da kann man auch den Körper energetisch wieder volltanken, wenn man dran glaubt. Bei den Getränken zahlt man, was man bereit ist zu geben. Das Ganze ist ein Projekt und es gibt mehrere dieser Stationen auf beliebten Wanderwegen. Ich finde das eine interessante Idee. So, und die Wanderung endet fast wieder an der Napoleonbrücke. Hier ist wohl angeblich der Napoleon schon drüber marschiert. Gebaut hatte sie nicht. Und was man hier noch ganz gut sehen kann, hier sieht man in diesem Pool, der bestimmt 10 Meter über der Wasserlinie ist, dass die Socha durchaus auch öfters mal Meerwasser führt. Wie ihr seht, zieht der Himmel langsam zu. Für heute Abend ist auch Regen angesagt. Ich bin gespannt, was morgen kommt. Dann geht's weiter Richtung Istrien. Neue Landschaft, neues Abenteuer. Ich freue mich drauf.